Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Dieses Mal geht es um Sequences, wer hätte es gedacht, nochmal. Aber wir machen natürlich noch weiter fortgeschrittenes Zeugs. Und zwar könnt ihr eine Liste natürlich nicht nur, oder eine Sequence nicht nur als eine Sequence betrachten von unabhängigen Zahlen, sondern ihr könnt sie auch so betrachten, als, könntet ihr alle Elemente irgendwie miteinander verwursten. Und dieses Verwursten, das könnt ihr euch selbst definieren, wie das Ganze gemacht werden soll. Das ist gar nicht so kompliziert. Und zwar gibt es dazu einen super Aufruf, nämlich Fold L. Fold L ist auch eine Funktion, die euch Arndlang zur Verfügung stellt. Und was ihr hier machen könnt, als ersten Parameter setzt ihr eine Funktion ein. Also irgendwas, was ihr selbst geschrieben habt, irgendeine Funktion, die ihr euch schon definiert habt oder sowas. In unserem Fall werden wir jetzt einfach mal Plus benutzen. Und dann sagen wir, was wir für ein Startelement haben werden. Wir werden das gleich noch genauer sehen, was es mit dem Startelement auf sich hat. Da sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen, keine Ahnung, 5. Und dann benutzen wir eine Sequence, also zum Beispiel Range von keine Ahnung, 4, um die ganzen Sachen so ein bisschen zu verwursten. So, was wir jetzt hier haben, ist einfach folgendes: Wir bekommen 11 raus, aber was zur Hölle ist da gerade passiert? Okay, schauen wir uns erstmal an, was Range von 4 bedeutet. Das ist nämlich die Sequence 0, 1, 2, 3. Okay, so, und jetzt zu Fold L. Fold L macht folgendes, und zwar so. Wir nehmen uns das Startelement, ich mache hier gerade mal die Klammern auf, die müssen euch jetzt noch nichts sagen. Und zwar folgendes: Wenn wir hier als Startelement 5 angeben, dann nehmen wir uns hier eine 5 und dann sagen wir, okay, wir nehmen die Funktion, die wir hier oben genommen haben, also dieses Plus, das, was wir hier eingegeben haben, hätten wir hier jetzt mal oder sowas eingestellt, dann wäre hier mal rausgekommen. Aber in unserem Fall ist da Plus rausgekommen, weil wir ja Plus eingegeben haben als ersten Parameter. Also 5 Startelement plus das erste Element unserer Sequence. Okay, also so. Das ist das erste Ergebnis, sozusagen ein Zwischenergebnis. Das Ganze klammern wir jetzt, das machen wir nämlich als erstes, und Arndlang rechnet ja bekanntlich von rechts nach links. Deswegen müssen wir das hier auch tatsächlich, wenn ich euch das jetzt so zeige, klammern, damit es korrekt ist. Okay, also 5 plus 0, dann das Ergebnis davon plus 1, das zweite Element hier, dieses Element. Also wenn hier was anderes steht in eurer Sequence, dann ist es natürlich hier jeweils das Äquivalent dazu. Dann hier wieder eine Klammer zumachen, plus 2, also das dritte Element, und wieder eine Klammer zu, plus 3, das letzte Element. Also wenn die Liste natürlich länger ist, dann habt ihr hier natürlich auch mehr Klammern offen, aber ihr berechnet immer sozusagen Startelement plus erstes Element, das zuerst ausrechnen, dann plus das zweite Element, dann plus das dritte und so weiter und so fort. Bei Plus ist es natürlich egal, welche Reihenfolge wir haben. Da ist es völlig wurscht. Aber, also ich kann es euch gerade mal zeigen, da kommt auch bei 11 raus. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Minus benutzen würde, dann macht es durchaus einen Unterschied, ob ich hier jetzt, welche Reihenfolge ich nehme. Also ob ich jetzt zum Beispiel hier eine Sequence mit 0, 1, 2, 3 habe oder 3. Okay, in dem Fall glaube ich, macht es tatsächlich auch noch nichts. Aber es gibt durchaus Funktionen, ihr könnt euch ja einfach mal selber eine schreiben. Da macht es einen Unterschied, ob die Klammern jetzt hier sind, bei 5 plus 0, oder hier hinten bei 3 plus 2 zuerst. Also 3 plus 2 und dann plus 1 und dann plus 0 und dann plus 5. Macht einen riesen Unterschied. Und genau diesen riesen Unterschied können wir uns aussuchen, ob wir den benutzen wollen. Also in dem Fall macht es, wie gesagt, keinen. Aber wir können uns aussuchen, ob wir jetzt zum Beispiel hier 5 plus 0 zuerst klammern wollen und dann plus 1 und so weiter und so fort. Oder ob wir andersrum anfangen und sagen, wir machen jetzt Fold R, also Fold Right, und wir klammern von rechts nach links durch. Beziehungsweise in Arndlang müssen wir dann gar nichts machen, weil die Klammern automatisch sind. Aber ja, hier können wir jetzt zum Beispiel auch plus, dann 5 und dann die Range von 4 angeben. Unser Startelement ist dann logischerweise auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben hier im Prinzip sowas wie 0 plus, wo waren wir? Plus 1 plus, Klammer auf, 2 plus, Klammer auf, 3 plus, und Achtung, hier haben wir jetzt kein Element mehr, da kommt unser Startelement hin, und so machen wir dann die Klammern zu. Hierbei kommt auch 11 raus. Das ist sozusagen das Äquivalente. Ihr könnt euch aussuchen, auf welcher Seite ihr die Klammern gerne hättet, indem ihr sagt, rechts hätte ich gerne die Klammern, deswegen das R, oder links hätte ich gerne die Klammern, deswegen hier oben das L. Das Ganze ist ein Faltungsprozess, also Fold heißt falten. Okay,
Ihr müsst das Ganze natürlich nicht so machen mit einem Startelement. Ihr könnt das Ganze auch einfach ohne Startelement machen. Das geht auch. Werden wir jetzt hier auch gerade mal machen. Und zwar mit Plus. Und dann sagen wir hier, ich hätte ganz gerne meine komische Pipe. Also sieht so aus wie die Linux Pipe. Das Ganze nennt sich dann Apply, also die Funktion heißt Apply und sieht im Prinzip, ist quasi dieser Hochkantstrich, den wir von Pipe in Linux kennen. Okay, dann nehmen wir hier einfach unsere Liste wieder, also Range von 4 und haben das Ergebnis. Hierbei steht jetzt natürlich dann einfach 0 plus 1 plus 2 plus 3, also 6. Ja, wer hätte es gedacht? Okay, das ist quasi einfach auf der ganzen Liste ausgeführt hier, ohne dass wir irgendwas machen. Okay, ist natürlich ja auch mit einer eigenen Funktion möglich. Ihr könnt hier, wie gesagt, auch den Namen eurer Funktion dann angeben, beziehungsweise die Variable, in der ihr sie sozusagen gespeichert habt. Und ja, das ist eine andere Methode. Ihr könnt es aber auch mit einem sogenannten Merge machen. Oder auch oftmals zip genannt. Das tatsächlich macht das was anderes wie das, was ich euch gerade gezeigt habe. Also nicht miteinander verwechseln. Und zwar mergen bedeutet folgendes. Wir mergen zwei Sequences auf einmal und bekommen eine Sequenz von Sequenzen. Das heißt, wir bekommen aus 0, 1 und 2 und einer Sequenz, das Merge-Zeichen ist das $-Zeichen, aus einer anderen Sequenz von zum Beispiel 5 und 6 und 7 bekommen wir eine Sequenz in der Sequenz, wie wir hier sehen. Und zwar das Äußere hier, das ist meine komplette Output-Sequenz, in die mir das dann reingesteckt wird. Und die besteht aus 3 inneren Sequenzen. Also 3 Sequenzen, weil ich hier jeweils 3 Elemente hatte, 0, 1, 2 und 5, 6, 7. Und jetzt habt ihr hier als Output eine Sequenz aus einer Sequenz von 0, 5, also erstes Element hier, dann zweites Element von jeder von den beiden Sequenzen, also 1 und 6 und das dritte Element von beiden Sequenzen, also 2 und 7. Wenn wir jetzt das hier nochmal benutzen, ja, das war nicht so geplant. So, eigentlich wollte ich Shift eingeben, aber das war natürlich dann nicht so ganz. Okay, jetzt. So, jetzt machen wir hier mal noch ein viertes Element ran und dann sehen wir, wir haben hier tatsächlich dieses vierte Element hier verloren, weil wir hier nur 3 Elemente haben. Das heißt, wir haben hier 3 Elemente und hier haben wir 4, aber zippen können wir das nicht, weil hier ja einfach 1 zu viel ist. Wir können ja nicht einfach hier sagen, okay, ich hätte gerne eine Sequence und das lassen wir einfach mal leer. Und genau aus dem Grund wird dann einfach diese 8 hier hinten, also dieses vierte, das Element, was quasi einfach zu viel ist, das 5. Rad am Wagen, wird einfach rausgeschmissen und wir kriegen nur eine Zip aus dem Zeugs hier. So, und mit dem, was ich euch jetzt gezeigt habe, könnt ihr schon verdammt viel machen. Ihr könnt quasi alles programmieren, was ihr wollt. Und das Ganze in wenigen Zeilen. Deswegen zeige ich euch am besten, wie ihr ein bisschen Ordnung hier reinkriegt. Und zwar machen wir das, ja, ihr habt es gerade gesehen, ich mache hier einfach meistens direkt weiter. Und zwar machen wir das nicht so, dass wir einfach sagen, wir wollen alles nacheinander hier eingeben, sondern man schreibt sich normalerweise Skripts dafür und diese Skripts werden dann ausgeführt auf einmal. Das heißt, im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr abendlang als ja, ganz normal programmieren könnt und dann über die Konsole einlesen könnt. Okay, das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!